Ja, hallo ihr Lieben. Ich werde euch hier noch ein paar Informationen zu der Haltungsmöglichkeit von Tetraponera rufonicra geben. Ja, wir haben ja schon ein paar Videos dazu gemacht mit den ganzen Basisinformationen. Ich werde jetzt gar nicht so ins Detail drauf eingehen, ja, also das Ganze ein bisschen versuchen kürzer zu fassen. Es geht eigentlich vielmehr darum, eine erfolgreiche Haltungsmöglichkeit zu zeigen. Ne? Wie könnt ihr die Tiere halten? Und nichtsdestotrotz gebe ich euch hier nochmal eine kleine Zusammenfassung zu dieser Ameisenart. Tetraponera rufonicra ist eine mittelgroße Ameisenart aus Süd- und Südostasien. Ihr Hauptverbreitungsgebiet erstreckt sich von Indonesien bis nach Indien. Die Arbeiterinnen sind sehr schnell, können sogar recht weit springen und sind äußerst wachsam. Sie sind aggressiv gegenüber anderen Ameisenarten und können dank ihrer relativ guten Sehvermögens auch auf entfernte Bewegungen reagieren. Sie ist auch als zweifarbige Baumameise bekannt, ja, was ihren Lebensraum und ihr Aussehen sehr gut beschreibt. Sie hat einen schwarzen Kopf, einen roten Körper und einen schwarzen Hinterleib. Ihre Kolonien umfassen in der Regel nicht mehr als 300 bis 500 Individuen. Ja, und sie ist in der Regel monogyn, das heißt, sie hat halt nur eine Königin pro Kolonie. Es gibt jedoch auch Berichte über polygyne Kolonien, also Kolonien mit mehreren Königinnen. Sie nisten normalerweise in hohlen Ästen und Bäumen und jagen aktiv kleine Insekten. Ja, sie hat oft Stachel, um diese zu überwältigen. Ihre Stiche können für die Menschen sehr unangenehm sein, sind aber normalerweise harmlos. Wenn ihr jedoch empfindlich auf Insektenstiche reagiert, ja, solltet ihr natürlich vorsichtig sein, da ihre Stiche in einigen Fällen auch schwere allergische Reaktionen hervorrufen können. Sie geht auch symbiotische Beziehungen mit sogenannten Ameisenpflanzen ein, ja, die ihre Höhlen, also Hohlräume zum Nisten anbieten. Ja, und im Gegenzug beschützt sie sozusagen die Pflanzen vor pflanzenfressenden Insekten. Sie ernährt sich auch von süßen Pflanzensäften, Nektar, Honigtau, ja, die sie von Blattläusen und anderen saugenden Insekten erhält. Da Tetraponera rufonicra wärmeliebend ist, findet man sie eher an sonnigen Waldrändern als in der Mitte des Waldes. Sie hat sich auch sehr gut an den Menschen angepasst, ja, und nistet gerne an alten Balken von Holzhäusern. Ja, blöd nur, wenn ich als Ameisenhalter da jetzt nicht so reinschauen kann, weil ich will ja Ameisen halten, um natürlich auch das Nestleben ein bisschen zu beobachten. Das kann ich natürlich in so einer Korkeiche schlecht, wenn die da drinnen ihren Nestbereich so reingegraben haben, genauso wie auch in so einem Bambusstab. Ja. Und ja, wie können wir die am besten beobachten? Wir haben es einfach mal ausprobiert mit unseren Korknest. Ja. Wir haben ja hier diese fertigen Korknester mit diesen ganzen Kammern und Gängen, aber wir haben ein Problem. Das Nest ist 10 mm groß, weil wir haben natürlich bei der Planung gesagt, hey, das soll ja auch für Camponotus-Arten gehen, ja, die ein bisschen größer sind. Insofern haben wir jetzt standardgemäß halt diese Größe jetzt genommen für diese Art. Wir haben es halt ausprobiert und ja, die Lösung haben die Ameisen selbst entwickelt. Ja, die Lösung ist, diesen Nesteingang einfach ein bisschen zu verkleinern. Ja, und das könnt ihr hier so ganz gut sehen. Schaut euch das mal an. Hier seht ihr, die haben irgendwie, das ist nicht von uns, wir haben das jetzt nicht befeuchtet. Das waren die Ameisen selber. Die haben es irgendwie so ein bisschen Feuchtigkeit rangetragen mit ihren Speichel. Die haben es so ein bisschen abgeknabbert, abgetragen. Haben dann hier auch noch so einen kleinen Trichter gebaut. Man sieht auch, wie wirklich das Material hier auch nochmal so ein bisschen weggearbeitet wurde. Und aus diesem Material haben sie den Eingang einfach auf, ich schätze das jetzt mal so 4 mm vergrößert, sodass gerade mal eine Arbeiterin durchkommt. Da kommt auch gerade eine raus. Ja, die guckt mich gerade irgendwie an. Ja, und hier könnt ihr wunderbar sehen, dass die Tiere dieses Nest gut annehmen. Ja, also die haben sich perfekt entwickelt. Ihr seht hier auch die ganze frische Brut, Eier, Larven, was die Tiere hier so haben. Die haben hier auch unten so ein bisschen das Nest erweitert, da sieht man auch, wie sie ein bisschen geknabbert haben. Ja, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie das Ganze auch aussehen kann oder was für Nestmaterial ihr am besten dafür nutzen könnt. Also mit diesen Korknestern geht wirklich super und die passen das dann so an, wie die Tiere es brauchen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.